unterschiedlichen Leserschaften mit der Botschaft Jesu zu dienen. One of the church fathers called the Gospels the memoirs of the apostles. Einer der Kirchenväter hat die Evangelien die Memoiren der Apostel genannt. Where you have facts about Jesus, the teaching of Jesus, Wo es Fakten über Jesus gibt, wo es Lehren von Jesus gibt. and what the Gospels are doing, they're bearing witness to Jesus. Und was die Evangelien machen, sie geben Zeugnis über Jesus. And that's why they're called Gospels. Deswegen heißen sie Evangelien. Gospel meaning the good news that's being proclaimed. Evangelium bedeutet die gute Botschaft, die gute Nachricht, die verkündet wird. Now, the significance of this we will look at a little bit more. Was die Bedeutsamkeit dessen ist, das schauen wir uns noch ein bisschen mehr an. But I want us to just reflect on the beginning of Luke. Aber lasst uns kurz uns den Anfang von Lukas anschauen. Now, Luke was a highly educated man. Lukas war ein sehr gut ausgebildeter Mensch. He was a Gentile. Er war ein Heide. And the Gospel, in fact, most of the New Testament Und das Evangelium oder sogar der Großteil des Neuen Testaments is written with a kind of Greek known as Koine Greek. wurde in einer Art des Griechischen geschrieben, das heißt Koine, Griechisch. And that is a Greek that was common around the Roman Greek world. Ein Griechisch, was in der römisch-griechischen Welt weit verbreitet war. But there was another kind of Greek which is a higher level of Greek. Aber es gab noch eine andere Art des Griechischen, die eine höhere Ebene des Griechischen war. Classical Greek, Das klassische Griechisch. Greek used by Aristotle and these people. Das Griechisch von Aristoteles und all den Leuten. And the first 4 verses of Luke are written in this particular standard of Greek. Und die ersten 4 Verse im Lukas-Evangelium sind nach diesem griechischen Standard geschrieben. And then he changes his style and just has the regular Greek that everybody could read easily. Und dann verändert er seinen Stil und benutzt dann das verbreitete Griechisch, was alle einfach lesen konnten. But it seems in these first verses he is particularly writing to someone called Most Excellent Theophilus. Und es scheint, dass er in diesen ersten 4 Versen insbesondere an einen schreibt, den er den verehrten Theophilus nennt. And the title Excellent was given to a Roman official, a Roman governor of some kind. Und dieses Wort, was er da benutzt, exzellenter, bei uns mit verehrter übersetzt, war ein ganz genau definierter Titel für einen römischen Offiziellen. And so he's either dedicating or writing this brief introduction to this person. Er widmet hier sein Evangelium oder schreibt zumindest die Einführung an diesen römischen Menschen. But just look at what he says. Und schaut mal, was er hier sagt. He is setting out to write an account of the life of Jesus and the teaching of Jesus. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Zusammenfassung des Lebens von Jesu zu schreiben mit seiner Lehre. He says, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us. Und er sagt, viele haben das schon gemacht, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Now that immediately tells you Und das sagt er sofort, that others had written works to record the things that Jesus says and done. dass andere Menschen schon Werke verfasst hatten, um das festzuhalten, was Jesus getan und gesagt hat. Many, he says. Und er sagt hier sogar viele. And most of those have not survived. We don't have them. Und die meisten von uns haben es nicht bis in die heutige Zeit überlebt. Die haben wir nicht mehr. But Luke, this Gentile, he never walked with Jesus. Aber Lukas, dieser Heide, der nie selbst mit Jesus unterwegs war, He wasn't his disciple. der nicht selbst Jesu Jünger war, But in writing his gospel, he did a lot of research. hat viel recherchiert, um sein Evangelium zu schreiben. And he would have read these various documents. Er hat diese verschiedenen Dokumente gelesen. And it goes on to say, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered to them have delivered
ministers of the word have delivered them to us. I'll read that again. It's just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt und mit eigenen Augen gesehen haben. In other words, there was not just written documents, but of course there were eyewitnesses. Es gab also zu der Zeit nicht nur niedergeschriebene Dokumente, sondern auch noch die Augenzeugen selbst. And Luke would have interviewed them. Und Lukas hat die interviewt. That he would have known and met the disciples who had been with Jesus and heard what he said and seen what he had done. Er kannte und er traf sich mit den Jüngern, die bei Jesus gewesen waren, die gehört haben, was er gesagt hat und gesehen haben, was er getan hat. I think probably he would have interviewed Mary, the mother of Jesus. Ich denke, wahrscheinlich hat er auch Maria, die Mutter von Jesus, interviewt. And look at what he records at the beginning of his gospel. Schaut mal, was er festhält am Anfang seines Evangeliums. When the angel visits Mary, how many people were in the room? Wo der Engel zu Maria kommt, wie viele Leute waren dabei in dem Zimmer? Well, there was Mary and the angel. Naja, also Maria und der Engel. And she kept these things in her heart. Und sie hat diese Dinge verborgen und getragen in ihrem Herzen. And so who would have known what happened? Wer wusste also davon, was da passiert ist? And I can imagine him sitting there with Mary and asking the questions. Ich stelle mir so vor, wie er da saß mit Maria und ihr Fragen gestellt hat. And she says, I remember a time when we went to Jerusalem. Und wie sie erzählt davon, ich weiß noch, da war so eine Zeit, wir sind mal nach Jerusalem gegangen. Jesus was 12 years old. Jesus war damals ein kleiner Junge, 12 Jahre alt. We went up for the Passover. Und wir sind zum Passafest nach Jerusalem gezogen. And the whole story of the way they found him in the temple. Und sie erzählt ihm die ganze Geschichte, wie sie ihn dann im Tempel gefunden hat. And so we see how Luke, with his gospel, did a lot of research. Es kommt raus aus dem Lukas-Evangelium, wie viel Recherche er gemacht hat. And what it goes on to say, he says, it seems good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, O excellent Theophilus, that you may know, you may have certainty concerning the things that have been taught. Und dann schreibt Lukas, ich habe all diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich, o exzellenter Theophilus, aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen. Now, yeah, I'm sure you may be aware that until the printing press, people did not have personal copies of books. Wahrscheinlich ist dir bewusst, dass bis zur Erfindung der Buchpresse Menschen keine persönlichen Exemplare von Büchern hatten. We can sometimes imagine that people had their own copy of the old Bible, the Old Testament or something, but that was not the way it was. Manchmal stellen wir uns so vor, dass jeder Jude seine Kopie von des Alten Testaments mit sich trug, aber so war das nicht. At this time, books, writings were still in scrolls. Zu der Zeit befanden sich solche Schreiben immer noch auf Schriftrollen. And they were big and clumsy. Die waren groß und unhandlich. There's evidence that it was Christians who invented this here, where you have them in leaves rather than a scroll. Es gibt Hinweise, dass Christen so eine Art Buch erfunden haben, wo zum ersten Mal die Papyrusseiten wie so ein Buch angeordnet sind und nicht in einer Schriftrolle. Because this is easier to carry around. Weil das einfacher ist, sowas mit sich rumzutragen. But people didn't have their own personal copies, so people were very good at listening to people reading. Weil die Menschen keine eigenen Exemplare von Büchern hatten, waren sie sehr geübt darin, Leuten zuzuhören. And so a work like Luke has done, this Gentile, Und so ein Werk wie Lukas, der Heide, hier verfasst hat, it would have been read publicly. Das wäre öffentlich vorgelesen worden. In the forums, in the different city centres, people would come to listen to different works being read. Im Stadtzentrum, im Forum, auf dem Marktplatz, Leute haben gehört, was da vorgelesen wurde. And almost certainly one of the reasons for Luke was that
the true message of Jesus will be able to be proclaimed there in the public setting. Und es ist auch sichtbar, dass es Lukas darum ging, dass die richtige Version über Jesus verbreitet wurde, die Wahrheit über Jesus in solchen öffentlichen Lesungen rüberkommen wird. Because when you look at Luke and you compare it with Acts, Wenn man sich Lukas anschaut und das mit Apostelgeschichte vergleicht, you find that in Acts it's very clear that the Christians are not responsible for riots. da wird sehr klar, dass es in der Apostelgeschichte auch darum geht, darzustellen, dass die Christen nicht verantwortlich sind für alle möglichen Unruhen. Just imagine you're living there in the Mediterranean world, Stell dir mal vor, du lebst da in dieser Welt des Mittelmeers and all over there's riots in different cities. auf der Karte und überall in den verschiedenen Städten gibt es Unruhen und Aufstände. And you get to hear that it's something to do with Christos. Und du hörst davon, das hat irgendwas mit diesem Christus zu tun. And this new thing that's happening. Und dieser neuen Sache, die da passiert. But when you look at Acts, it's clear it's the Jewish people that are responsible for the riots. Aber in der Apostelgeschichte wird auch klar, das sind die jüdischen Menschen, die dafür verantwortlich sind. Have you read Acts yet? Habt ihr schon Apostelgeschichte gelesen? When you read it, look out for this. Achtet mal darauf, wenn ihr das Buch lest. There's two times that Gentiles cause riots. Zweimal sind Heiden verantwortlich für Unruhen. One is in Philippi, Einmal in Philippi, and the Apostle Paul heals the slave girl, wo der Apostel Paulus ein Sklavenmädel heilt. and therefore the slave owners no longer get money from her fortune telling. Und ihre Besitzer jetzt kein Geld mehr bekommen von ihrer Wahrsagerei. And the second time is in Ephesus, Und das zweite Mal, das passiert in Ephesus, when the gospel has such an impact wo das Evangelium so einen Einfluss hat auf die Stadt, that people stop buying the little shrines of Artemis, dass die Leute nicht mehr die kleinen Götzenaltäre von Artemis kaufen. and the silversmiths are upset Und die Silberschmiede, die herstellen, die haben ein Problem damit, because they're not making money. weil sie jetzt kein Geld mehr damit verdienen. And so the two times of Gentiles, it's over money. Beide Mal, wo die Heiden also solche Proteste und Unruhen verursachen, geht es um Geld. But the other times, it is the Jewish people that are reacting against what Paul is doing. Und die anderen Male sind es immer die Juden, die darauf reagieren, was Paulus tut. And what you see is there's a parallel thing in the gospel and in Acts. Und was wir entdecken, ist, dass da eine Parallele gibt zwischen dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. But when it leads up in Luke, when it leads up to the trial and the crucifixion of Jesus, In Lukas, wo es dann zu dem Verhör und der Kreuzigung von Jesus kommt, Luke really stresses that Jesus is innocent. da ist es Lukas ganz wichtig herauszustellen, dass Jesus unschuldig ist. Now, all the gospel writers make this point, of course. All die Evangeliumschreiber, die sagen das natürlich. But in Luke, you find Pilate, the Roman official, declare 3 times, this man is innocent. Aber bei Lukas sehen wir, dass Pontius Pilatus, der römische Statthalter, 3-mal sagt, dieser Mann ist unschuldig. But also, Und auch, you have Pilate, Herod, and a Roman centurion declare Jesus innocent. gibt es 3 Leute, nämlich Pilatus, Herodes und der römische Zenturion, die alle 3 sagen, dass Jesus unschuldig ist. And so you have not just the Roman official, but 3 Roman officials. Damit haben wir also nicht nur diesen einen römischen Regierungsbeamten, sondern 3 römische Regierungsbeamten, die das sagen. And so as people are hearing the story of Jesus, Wenn Leute jetzt also die Geschichte von Jesus hören, they are hearing something that makes it very clear that Jesus is blameless. dann hören sie hier etwas, was ganz klar sagt, dass Jesus schuldlos war. And when you come to Acts Und wenn ihr dann zur Apostelgeschichte kommt and the arrest and trial of Paul, und da von der Festnahme und von dem Gericht über Paulus lest, it's the same thing.
Es ist genau dieselbe Geschichte. It's very clear that he's innocent of all the charges against him. Er wird sehr klar, dass er unschuldig ist. All der Anklagen, die gegen ihn erhoben werden. Now, Luke was doing more than this. Lukas hat auch noch mehr gemacht mit seinem Evangelium. Clearly, he had different goals in mind when he compiled his gospel. Ganz klar hatte er verschiedene Absichten im Sinn, als er das Evangelium zusammengestellt hat. But it was a marvelous declaration of the good news to the Greek public. Das ist eine wunderbare Aussage der guten Nachricht für die griechischsprachige Öffentlichkeit. So that the Roman official Theophilus Damit dieser römische Regierungsbeamte Theophilus and all those who heard this read und auch alle, die das gehört haben, wie das vorgelesen wurde, would know the truth concerning the things of Jesus. die Wahrheit hören über die Dinge, die mit Jesus zu tun haben. And so, when it comes to the Gospels, Was also die Evangelien angehen. there is nothing written down. There were some things written down eventually, but not immediately. Also gab es ein paar Dinge, die niedergeschrieben wurden mit der Zeit, aber nicht sofort. But in those early days of the church, Aber in diesen frühen Tagen der Gemeinde, those who were eyewitnesses of Jesus would have repeated the stories. da haben die Augenzeugen gewesen sind von Jesus, die Geschichten immer wieder wiederholt. And those stories would have become well known. Und diese Geschichten wurden dann sehr gut bekannt. And the stories would have been, the same stories would have been used to make different points. Und dieselben Geschichten wurden verwendet, um verschiedene Dinge rüberzubringen. I think it's Luke who talks about when Jesus talked about the lost sheep. Ich glaube, Lukas war es, der erzählt, wie Jesus über die verlorenen Schafe gesprochen hat. In chapter 15. In Lukas 15. And he uses that parable to talk about the value that God places on a sinner. Er benutzt dieses Gleichnis, um rüberzubringen, was für einen Wert jeder einzelne Sünder für Gott hat. How the shepherd left the 99 and went after the one that was lost. Wie der Hirte die 99 zurücklässt und dem einen nachläuft, das verloren ist. Matthew uses that same parable. Matthäus benutzt das gleiche Gleichnis, But for him, he's speaking about the value of a child. aber er spricht über den Wert eines Kindes. And that a child has tremendous value in the eyes of God. Und dass ein Kind so einen hohen Wert hat in Gottes Augen. And no doubt during the life and ministry of Jesus, Und sicherlich während Jesus Leben und seinen Dienst, as he went from village to village, während er so von einem Dorf ins nächste zog, he too would have had the same parable and used it in different ways to serve his audience. hat er auch ein Gleichnis genommen und es verschiedentlich angepasst, jeweils für die Bedürfnisse der Leute, die ihm zugehört haben. And so, just to sum up, Um das also nochmal zusammenzufassen, when we read the Gospels, wenn wir die Evangelien lesen, we have the historical setting of Jesus, haben wir einmal den historischen Kontext von Jesus. and as we read them carefully, we can see the emphasis that the Gospel writers have in their situation. Und wenn wir gut darauf achten, dann erkennen wir auch die Betonung, die die Schreiber in ihrem Kontext hatten. So we want to understand first century Judaism a little, Es ist also wichtig, dass wir das Judentum des ersten Jahrhunderts ein bisschen verstehen, but then also understand the different forms of Jesus' teaching. aber dann auch die unterschiedlichen Formen, die auftauchen in der Lehre von Jesus. The kind of parables, figures of speech, this kind of thing. Die Gleichnisse, die Sprachfiguren und so weiter. One of the interesting things is how the Gospel writers have taken the same material and put it differently. Was interessant ist, ist, wie die Schreiber der Evangelien dasselbe Material genommen haben und es unterschiedlich angeordnet haben. Is that in Matthew 10 you have Jesus sending out the 12 on their outreach. In Matthäus 10 hören wir davon, wie Jesus die 12 ausgesandt hat in den Einsatz. And he gives them a lot of instruction.
Und er gibt ihnen viele Anweisungen dafür. You know, don't take a purse or anything, just off you go, trust God and do amazing things. Nehmt keinen Rucksack mit, geht einfach los, vertraut Gott und tut tolle Dinge. But then in verse 16 of that chapter, Aber in Vers 16 dieses Kapitels he actually talks about what's going to happen later. spricht er darüber, was später passiert. And it's actually about the period that we would see as the period of the book of Acts. So in der Zeit, die wir später in der Apostelgeschichte beschrieben sehen. When they went out on their outreach at the time with Jesus, there was no great persecution. Als sie da in diesen ersten Einsatz gingen, zu Jesu Zeit noch, da gab es keine große Verfolgung. But Jesus wanted them to know that later on there would be. Aber Jesus wollte, dass sie wissen, dass später Verfolgung kommt. And so we have this whole teaching by Matthew put together in that setting. Und so haben wir bei Matthäus diesen ganz großen Unterricht zusammengesetzt. But Luke does it differently. Lukas macht das anders. It's the same material, Das ist dasselbe Material but he spreads it in 4 different places. und er teilt das an 4 verschiedene Stellen auf. Some of it is the same setting, the sending out of the 12. Teilweise geht es um dieselbe Szene, wo die 12 ausgesandt werden. But Luke also gives us information about another outreach. Aber Lukas gibt auch noch Informationen über einen anderen Einsatz. Luke does something that the other gospel writers don't do very so clearly. Lukas macht da etwas, was die anderen Evangeliumsschreiber nicht so klar gemacht haben. The other gospel writers talk about the 12 that were closest to Jesus. Die anderen Schreiber haben immer über die 12 geschrieben, die Jesus am nächsten waren. Now Luke does that too. Und Lukas macht das auch. But he's very clear that there was actually a great crowd of disciples. Aber bei ihm wird klar, dass es eine größere Menge von Jüngern gab. And in chapter 6 he called together the great crowd of disciples. In Kapitel 6 ruft Jesus die große Menge an Jüngern zusammen And from them he chose 12. und hat aus ihnen 12 auserwählt And he called them apostles. und hat sie Apostel genannt. And they were going to be like his inner circle. Und die waren dann so sein innerer Kreis. But in Luke, Jesus also sent out a larger group of 70. Aber in Lukas hat Jesus auch noch eine größere Gruppe der 70 ausgesandt. And then some of this is in what we call the Olivet Discourse. Und manches davon ist in der Rede vom Ölberg. Sorry, maybe I'll get the Olivet. Yes, this Translation right let there. me explain. This is when Jesus was on the Mount of Olives, Da war Jesus auf dem Ölberg, overlooking Jerusalem, da wo man auf Jerusalem herabschaut. explaining to the disciples that there was going to come a time when Jerusalem would be destroyed. Und er hat den Jüngern davon erzählt, dass eine Zeit kommt, wo Jerusalem zerstört wird. And he prophesied that. Das prophezeit er da. And some of that material in Luke's Gospel is at that time. Und manches von dem Material, das wir bei Matthäus hier haben, steht bei Lukas an der Stelle. And some is when he's warning them not to have different kinds of anxiety. Und ein Teil davon taucht noch an einer anderen Stelle auf, wo er sie davor warnt, verschiedene Arten von Sorgen sich zu machen. So this is marvelous. Das ist also sehr interessant. Because as you're aware of this, Wenn man das nämlich so bemerkt, each gospel has its own flavor. dann hat jedes Evangelium seine eigene Geschmacksrichtung, It has its own character. ihren eigenen Charakter. They're not all the same. Die sind nicht alle gleich. Even though they have many different similar stories. Obwohl sie viele ähnliche Geschichten beinhalten, They're all presented differently. sind sie alle unterschiedlich dargestellt. And so there's 2 dimensions to the Gospels. Und es gibt 2 Dimensionen in den Evangelien. We could call this the vertical dimension, Wir könnten sagen die vertikale Dimension. and that is each book on its own. Das heißt, jedes Buch für sich gesehen. Each book, Matthew, Mark, Luke, John, they're all marvelously structured. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die sind alle ganz wunderbar strukturiert. There's nothing arbitrary about the way they've been compiled. Da ist kein Zufall im Spiel, wenn wir uns anschauen, wie sie zusammengestellt sind. And we will look at that for both Mark and Luke. Und das schauen wir uns diese Woche an bei Markus und Lukas.
But there's also what we could call the horizontal dimension, Aber es gibt auch noch die horizontale Dimension, where we compare the gospel with gospel. wo wir ein Evangelium mit dem anderen vergleichen. So, as I've said, the vertical dimension Wie schon gesagt, es gibt also die vertikale Dimension, becomes the structure of the whole book, also da schauen wir uns die Struktur eines einzelnen Buches an. and we're going to look at Mark in this way this morning. Und da schauen wir uns das Markus-Evangelium noch an, auf diese Weise heute Morgen. But also the horizontal dimension. Aber dann gibt es auch diese horizontale Dimension, This is where we compare gospel with gospel. wo wir ein Evangelium mit den anderen vergleichen. And this introduces us to the last thing I'd like to do before we break in this area. Und das bringt uns zu einem Thema, das wir uns noch anschauen wollen vor der Pause. And that's talk to you about something that's known as the synoptic problem. Ich möchte etwas ansprechen, was das synoptische Problem genannt wird. Now, I'm not sure how much of a problem it is. Gut, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich ein Problem ist. I guess that's for you to decide. Das ist etwas, worüber ihr euch Gedanken machen könnt. But that's what it's called. So wird das jedenfalls genannt. If you go anywhere to look at any further study of the Gospels, you will visit this particular dynamic. Wenn ihr euch irgendwann mal beschäftigt mit den Evangelien, dann wird diese Frage auftauchen. I don't know if you have one of these on your shelf, Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt hier im Regal, but you can put the three synoptic Gospels in columns next to each other. man kann die drei synoptischen Evangelien in Spalten nebeneinander setzen. Now that's, of course, a bit too small for you to read probably. Would it speak about synoptic gospels last week? Maybe repeat, what are the synoptic gospels? Okay. I'm coming to that. Okay, also man kann diese drei synoptischen Evangelien nebeneinander setzen in Spalten. These books that put the Gospels in parallel, it's a lot of work to do that. Das ist ein Haufen Arbeit, solche Bücher zu verfassen, die die drei Evangelien parallel nebeneinander setzen. But it can be very fascinating because it shows you easily how the different Gospel writers have spoken about the same incident. Aber es ist faszinierend zu sehen, auf einen Blick, wie die verschiedenen Evangelienschreiber die gleichen Dinge unterschiedlich beschrieben haben. Now, Matthew, Mark and Luke are known as the Synoptic Gospels. Matthäus, Markus und Lukas sind bekannt als die synoptischen Evangelien. And the word synoptic comes from the Greek word synoptikos, Das Wort Synoptiker kommt von dem griechischen Wort Synoptikos, which means to see the whole together, to take a comprehensive view. Das bedeutet es, das Ganze zusammen zu sehen, also einen übergreifenden Blick darauf zu haben. And I've mentioned already that John is different to Matthew, Mark and Luke, quite different. Ich hatte schon erwähnt, dass Johannes ziemlich unterschiedlich ist von Matthäus, Markus und Lukas. And but when it comes to Matthew, Mark and Luke, there are a lot of similarities. Aber wenn man sich Matthäus, Markus und Lukas anschaut, sieht man viele Gemeinsamkeiten. And the similarity is in the content, Gemeinsamkeiten im Inhalt, the arrangement of the different incidents, wie verschiedene Ereignisse arrangiert sind and even similarity of language. und selbst Gemeinsamkeiten in der Sprache, die benutzt wird. And it's this similarity with the dissimilarities that give rise to the so-called synoptic problem. Und es sind diese Ähnlichkeiten und auch die Unterschiede, die zu dieser synoptischen Frage führen. And the question is, if each of these gospel writers were individuals, Die Frage ist, wenn das alles Einzelpersonen waren, die die Evangelien geschrieben haben, all putting their own gospel together, und sie alle ihr eigenes Evangelium zusammengestellt haben, how come there's such distinct similarities yet differences? warum gibt es dann so deutliche Überschneidungen und Ähnlichkeiten und gleichzeitig auch solche Unterschiede? So similarity of content, Also nochmal, was die Gemeinsamkeit des Inhaltes angeht. they talk about the same miracles. Diese Evangelien beschreiben dieselben Wunder. And
especially Matthew and Mark, the same parables. Und vor allem Matthäus und Markus auch die gleichen Gleichnisse. You'll have the same discussions with Jesus